Du fühlst dich häufig, als wärst du dicht, hast ständig Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Schluckbeschwerden, Depressionen, Darmprobleme und Allergien. Du mühst dich von Tag zu Tag immer wieder ab und dein Kopf glüht wie eine erhitzte Glühbirne und du versuchst mit Medikamenten diese Symptome zu bekämpfen und nichtsdestotrotz verändert sich nichts. Es bleibt immer alles noch beim Alten und du verlierst langsam deine Hoffnung auf eine Besserung. Doch was ist, wenn ich dir sagen kann, dass du diese Symptome wie Kopfschmerzen und Depressionen durch eine einfache Nahrungsumstellung wegbekommen kannst? Wait a minute! Who are you? Du denkst jetzt, das wäre nur Hokuspokus, da stimmt doch irgendwas nicht und du glaubst mir nicht, dass sich da irgendwas verändern kann? Dann begleite mich auf jeden Fall in diesem Video, um herauszufinden, dass wenn du Gluten aus deinem Leben weglässt, sich dein Leben signifikant in eine positive Richtung verändern wird. Zuallererst müssen wir uns aber die Frage stellen, was das Gluten eigentlich ist. Und das Gluten kommt vom Lateinischen und heißt Klebstoff. Also es ist eine klebrige Eiweißbindung, die beim Backen das Mehl zusammenhält, damit wir beispielsweise Pizzateig erzeugen können. Und Gluten kommt vom Weizen, kommt aber auch in anderen Getreidesorten vor, wie zum Beispiel Dinkel, Gerste und Roggen. Gluten kommt aber auch in verschiedenen Körperpflegeprodukten, im Streichkäse und Margarine vor. Und was das Gluten letzten Endes macht, es behindert durch seine Klebereigenschaft den Abbau und die Aufnahme von Nährstoffen. Nein, doch. Und das sorgt dafür, dass deine Dünndarmschleimhaut irgendwann leiden wird, was zu Bauchschmerzen, zu Übelkeit, Durchfall und Verdauungsproblemen führen kann. Und das Gluten sorgt durch die Vorschädigung des Dünndarms dafür, dass weitere Lebensmittelunverträglichkeiten als auch Entzündungen entstehen, was zu einem erhöhten Risiko von Autoimmunerkrankungen führen kann. No, God, please, no, no! Und das Gehirn leidet auch durch das Gluten, da sich Entzündungen dadurch im Gehirn erhöhen, was zu Zytokine führt. Und Zytokine sind sehr gefährlich für das Gehirn, denn sie greifen das Gewebe an und machen somit das Gehirn anfälliger auf Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Autismus. Und 1996 meldete einer der renommiertesten Forscher im Gebiet der Glutenunverträglichkeit und der Gehirnbeteiligung, Dr. Marius Hadjivassiliou, dass die Glutensensitivität bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen weit verbreitet ist. Und diese Aussage ist echt erschreckend, da schätzungsweise bei 99% der Menschen reagiert das Immunsystem negativ auf das Gluten und die Mehrheit davon weiß nicht mal davon etwas. What the fuck? Und das heißt eigentlich einfach ausgedrückt, dass bei glutensensitiven Menschen auch ohne Magen-Darm-Probleme kann die Gehirnfunktion beeinträchtigt werden. Und in dem Leitartikel Glutensensitivität als neurologische Erkrankung für die Fachzeitschrift Journal of Neurology, Neurosurgery und Psychiatry brachten Dr. Hadjivassiliou und seine Kollegen ihre Erkenntnisse, wo sie Menschen mit neurologischen Störungen auf Glutensensitivität getestet haben, sehr gut auf den Punkt. Und dieses Zitat werde ich jetzt mal vorlesen, damit ihr euch bewusst werdet, was das Gluten für eine Auswirkung auf das Gehirn haben kann. Also, was als Zitat gesagt wird: Es hat fast 2000 Jahre gedauert, bis anerkannt wurde, dass ein verbreitetes Ernährungsprotein, das aus Sicht der Evolution erst relativ spät auf dem menschlichen Speisezettel auftauchte, nämlich rund vor 10.000 Jahren, und nicht nur den menschlichen Darm, sondern auch Haut und Nervensystem angreifen kann. Die wechselnden neurologischen Ausprägungen der Glutensensitivität können ohne Darmbeteiligung vorliegen und deshalb müssen Neurologen sich mit den üblichen neurologischen Erscheinungsbildern und Diagnosemöglichkeiten dieser Krankheit auseinandersetzen. Also diese Aussage ist schon echt richtig interessant, dass Gluten sich nicht nur auf unsere Haut, nicht auf unseren Darm, sondern auch auf unser Gehirn negativ auswirken kann. Und diese Erkenntnisse, die Dr. Hadjivassiliou und seine Kollegen gut auf den Punkt gebracht haben, zeigen uns auf, dass wenn wir unsere Haut, unsere Darm, unsere Gehirngesundheit schützen wollen, dass wir in unserem Leben auf Gluten auf jeden Fall verzichten sollten, um unsere Gesundheit zu verbessern. Und du denkst dir jetzt, kann es wirklich funktionieren, wenn ich Getreide komplett weglasse aus meiner Ernährung? Wird meine Gesundheit dadurch verbessert und geschützt? Und dabei kann ich dir auf jeden Fall einen Artikel aus dem Jahre 2011 von Yahoo Sports empfehlen, wo der Tennisstar Novak Djokovic eine Umstellung auf eine glutenfreie Diät gemacht hatte und somit den Weg für seinen Erfolg geebnet hatte. Und er hat erzählt, dass er sich deutlich fokussierter gefühlt hat, deutlich konzentrierter, sich einfach besser gefühlt hat und mehr Leistung erbringen konnte.
Und was ist schon, wenn eigentlich Novak Djokovic deutlich eine bessere Leistung erbringen konnte durch eine glutenfreie Diät? Was passiert eigentlich, wenn du dich dann glutenfrei ernährst? Du wirst wahrscheinlich genauso bessere Leistung erbringen können, fokussierter sein, konzentrierter sein und dich einfach besser fühlen und somit deine Gesundheit schützen können, vor allem deine Gehirngesundheit. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass du mit diesem Video jetzt auf jeden Fall erkennen kannst, dass Gluten auf jeden Fall sehr schädlich für dich ist. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Videos auf jeden Fall auch das Gluten wieder ansprechen und nochmal mehr ins Detail gehen zum Thema Gluten und aufzeigen, warum Gluten auf jeden Fall Gift für deinen Körper ist. Nice. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du es als sehr informativ empfunden hast, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres informatives und hochqualitatives Video von mir zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David. Good man.